Hätte ich damals diese Liste gehabt von den Dingen, die ich alle falsch machen kann, wenn ich eine Hi-Hat-Öffnung spielen möchte, dann wäre ich wahrscheinlich damals viel schneller vorangekommen, weil ich gewusst hätte, okay, diese Punkte muss ich auf jeden Fall vermeiden und darauf achten, dass ich es anders mache. Gut für dich, denn ich habe jetzt mal alle wichtigen Punkte zusammengesammelt, damit du endlich die Hi-Hat-Öffnung meisterst und eine schön klingende Hi-Hat-Öffnung spielen kannst. Also, los geht's! Hey moin, ich bin Aram von Groove Dynamics und schön, dass du wieder dabei bist und zuschaust. So, also wenn du eine Hi-Hat-Öffnung spielen möchtest, dann gebe ich dir jetzt 15 Punkte, die du alle beachten solltest. Und zwar habe ich das in 3 Abschnitte eingeteilt. Im ersten geht es darum, was du beachten solltest, bevor du überhaupt anfängst zu spielen. Im zweiten Teil geht es darum, was du beachten solltest, wenn du spielst. Und im dritten Teil geht es um übergeordnete Dinge, die eigentlich für dich immer gelten, egal ob du jetzt eine Hi-Hat-Öffnung spielen möchtest oder etwas anderes. Diese Punkte beobachte ich immer wieder bei meinen Kursteilnehmern und wenn ich sie dann darauf aufmerksam mache, wird ihr Spiel sofort deutlich besser und sie kommen auch deutlich schneller voran. Jetzt würde ich sagen, legen wir mal mit den 15 Punkten los. Lass dich davon nicht irritieren, wenn ich mal ein bisschen ab und zu nach rechts schaue. Da habe ich nämlich meine Liste, damit ich keinen einzigen Punkt vergesse. Der erste Punkt ist, dein Hi-Hat-Stativ hat einfach eine schlechte Position. Auf dem ersten Bild ist das Hi-Hat-Stativ extrem weit weg positioniert. Das heißt, dein Bein wird praktisch komplett ausgestreckt und es hat eigentlich keinen wirklichen Nutzen und auch keinen Sinn, das Hi-Hat-Stativ so weit wegzustellen, dass du dein Bein komplett ausstrecken musst. Es gibt vielleicht ein Szenario, wo das Hi-Hat-Stativ ein bisschen weiter weg steht. Und zwar dann, wenn du entweder 2 Bassdrums spielst, beziehungsweise ein Double Bassdrum Pedal. Da geht es gar nicht anders, das Hi-Hat-Stativ ein bisschen weiter weg hinzustellen, aber nicht so, dass du dein Bein komplett ausstrecken musst. Das hat allein auch schon anatomische Gründe, dass das keinen Sinn macht. Insofern wäre das schon mal zu vermeiden. Im zweiten Bild steht das Hi-Hat-Stativ viel zu nah an deinem Körper. Warum ist das schlecht? Weil jetzt dein unteres Bein in einen negativen Winkel geht und wenn du jetzt auch noch deinen Fuß anspannen möchtest, dann ist das fast nicht möglich. Es ist einfach super anstrengend und auch allein, dass das Hi-Hat-Becken so nah an deinem Körper steht, macht keinen Sinn und ist einfach nicht angenehm zu spielen. Also das solltest du auch definitiv vermeiden. Zweiter Punkt, deine Hi-Hat ist viel zu hoch oder viel zu niedrig eingestellt. Jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Du bist weder Travis Barker, der seine Hi-Hat sehr, sehr weit oben hat, oder auch nicht Simon Phillips, der seine Hi-Hat sehr, sehr niedrig eingestellt hat, weil er Open-Handed spielt. Das ist natürlich jetzt hier ein Spezialfall. Aber in beiden Fällen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass du nicht Open-Handed spielst, sondern eben mit beiden Händen über Kreuz. Also wenn du jetzt Rechtshänder bist und du hast deine Hi-Hat sehr, sehr weit oben oder sehr, sehr weit unten, also praktisch fast, dass die Hi-Hat deine Snare berührt, dann solltest du nochmal darüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist und ob du so angenehm spielen kannst. So, dritter Punkt. Dein oberes Becken ist viel zu fest oder viel zu lose. Das kann ich verändern, indem ich natürlich hier die Schrauben an dem sogenannten Klatsch verändere und ja, wenn es zu lose ist, drehe ich natürlich fest und wenn es zu fest ist, mache ich natürlich ein bisschen lose. Aber beide Extreme, also das Becken ist viel zu lose oder auch zu fest, können dazu führen, dass du einen schlechten Sound hast oder keine Kontrolle. Also ich mag es eher, wenn der Klatsch so mittelfest eingestellt ist, damit ich eine Kontrolle habe. Den Sound produziere ich ja in der Regel selber mit dem Stick und mit meinem Fuß. Also damit komme ich in der Regel sehr, sehr gut klar. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es an jedem Stativ eine Schraube bzw. eine Einstellmöglichkeit, womit du die Härte der Feder einstellst. Das wirkt sich darauf aus, wie stark das Pedal wieder in die eigentliche Position zurückschnellt oder wie weich es zurückschnellt. Also das geht sehr stark auf dein Spielgefühl und das ist natürlich Geschmackssache, wie hart oder wie weich du die Feder einstellen möchtest. Dasselbe übrigens auch beim Fußpedal. An meinem Stativ habe ich eine Schraube, womit ich das mehr oder weniger stufenlos einstellen kann. Und
Meine Einstellung, womit ich in der Regel sehr gut zurechtkomme, liegt, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld. Ich brauche jetzt keinen super weichen Rebound, ich brauche aber auch keinen super harten, zackigen Rebound, sondern irgendwas in der Mitte, wo ich mich wohlfühle. Also das braucht so ein bisschen Zeit, um herauszufinden, wo du dich wohlfühlst. Manche einfache Stative haben auch nur 3 Möglichkeiten, die du einstellen kannst. Aber auch da findest du sicherlich einen Weg für dich. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt aus dem ersten Teil. Und zwar geht es hier jetzt schon um den Chick-Sound, den du so oder so bekommen wirst, wenn du eine Hi-Hat-Öffnung spielst. Wenn jetzt beide Becken komplett plan auflegen, dann kann die Luft nicht entweichen. Das heißt, der Sound wird mehr oder weniger gekillt. Und um dieses Problem zu umgehen, hast du unter dem unteren Becken eine Schraube. Mit dieser Schraube kannst du den Winkel des unteren Beckens verstellen, sodass dann eben die Becken nicht mehr plan aufliegen und die Luft dann dementsprechend wieder entweichen kann. Dann bekommst du wieder den Chick-Sound. Da gilt es auch wieder ein bisschen herumzuprobieren, mit welcher Einstellung du am besten klarkommst, was dir auch gefällt. Wenn der Winkel jetzt bei mir zu stark eingestellt ist, dann kann es passieren, dass das untere Becken sehr weit hervorschaut und ich dann praktisch nur auf diese Kante schlage. Und das Resultat ist, dass ich sehr schnell kaputte Sticks bekomme. Einfach durch den Abrieb, dass ich die ganze Zeit auf diese Kante schlage. Deswegen versuche ich, das so einzustellen, dass sie gerade so nicht plan auflegen, damit ich eben nicht diesen starken Abrieb der Sticks habe. So, kommen wir zum zweiten Abschnitt, wo es jetzt darum geht, was du beachten solltest, wenn du jetzt eine Hi-Hat-Öffnung spielen möchtest. Das wäre jetzt Punkt 6 von meiner Liste. Und zwar, dein Oberkörper bewegt sich nach rechts, wenn du eine Hi-Hat-Öffnung spielen möchtest. Das ist ganz wichtig, dass du hier gerade bleibst mit deinem Oberkörper, wenn du die Hi-Hat-Öffnung spielst. Hier geht es eigentlich um 2 Punkte. Der erste ist, du setzt deine Hacke ab, das heißt, du nutzt die Heel-Down-Technik und spielst dann aus dem Fußgelenk die Öffnung. Der zweite Punkt ist, du brauchst einfach mit deinem linken Fuß die Stütze, wenn du mit deinem rechten Fuß dann auch noch die Bassdrum spielst. Wenn du jetzt auch noch mit deinem linken Fuß Heel abspielst mit der Hi-Hat-Öffnung, dann schwebst du in der Luft und hast eigentlich keine Möglichkeit, dich irgendwo abzustützen. Also achte darauf, dass du deine Ferse absetzt und auch mit deinem Oberkörper gerade bleibst. Das braucht am Anfang vielleicht ein bisschen Übung, weil bestimmte Muskelpartien vielleicht noch nicht ausgebildet sind und auch der Fokus auf diese Art von Körperbewegung, sage ich jetzt mal, trainiert ist. So, 7. Punkt, sehr, sehr wichtig und sehr zentral. Du spielst nicht synchron mit deinen Händen als auch mit deinen Füßen. Das kann sich auf sehr vielfältige Art und Weise zeigen. Zum Beispiel, dass du zu früh öffnest oder auch zu früh schließt. Das heißt, deine Füße sind nicht synchron. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Öffnung spielst und du hast dann gleichzeitig im nächsten Schlag eine Bassdrum, wo du dann die Hi-Hat wieder schließt, dann habe ich das schon so häufig gesehen, dass die Hi-Hat zu früh schließt. Und dann hast du so eine Art Flam in den Füßen. Und du merkst schon, es klingt halt erstmal lustig, aber eigentlich klingt es nicht schön, weil du möchtest eben, dass beide Instrumente gleichzeitig gespielt werden, beziehungsweise dass die Hi-Hat schließt, wenn du die Bassdrum spielst. Oder du spielst die Hi-Hat, die Snare und schließt dann eben parallel die Hi-Hat. Und wenn du da, wie gesagt, so einen versetzten Flam hast in den Instrumenten, der nicht beabsichtigt ist, dann klingt es einfach nicht schön, nicht sauber. Insofern achte darauf, dass alle Schläge, wenn du eine Hi-Hat-Öffnung spielst, entweder bei der Öffnung oder auch beim Schließen dann wirklich synchron sind. So, wo sind wir auf der Liste? Bei Punkt 8, du öffnest zu weit oder nicht genug. Auch ein sehr wichtiger Punkt, der sich stark auf den Sound auswirkt. Wenn du jetzt zu weit öffnest, dann führt das dazu, dass du nur das obere Becken triffst. Und das ist vom Sound nicht wirklich schön. Es klingt nicht so, wie es klingen sollte, weil du eben nur das obere Becken triffst. Öffnest du jetzt die Hi-Hat nicht ausreichend genug, dann hast du eigentlich keinen Sound, der lang anhält. Das heißt, der Sound wird sofort gestoppt. Und du möchtest einen Sound, der lange anhält. Du möchtest eine Art Fläche erzeugen. Insofern sind beide Punkte, also du öffnest zu weit und du triffst nur das obere Becken oder du öffnest nicht ausreichend genug und der Sound kann sich nicht wirklich entfalten, nicht lange anhalten, sind beides Punkte, die du auf jeden Fall auch vermeiden solltest.
Nächster Punkt, du benutzt eine falsche Schlagtechnik. Hierbei geht es auch ein bisschen um Dynamik, aber in erster Linie geht es darum, dass du die Hi-Hat-Öffnung in dem Moment, wo du sie spielst, nicht mit dem Kopf spielst, sondern mit der Schulter. Kommen wir jetzt zum 10. Punkt und zum letzten vom zweiten Abschnitt, nämlich nachdem du eine Hi-Hat-Öffnung gespielt hast, lässt du einfach einen Schlag weg. Das ist also nicht zu verzeihen. Nein, Spaß. Also achte einfach drauf, wenn du die Hi-Hat spielst, dass du dann natürlich auch die anderen Schläge drumherum weiterspielst. Da gibt es nicht wirklich viel zu erklären. Spiel einfach die Schläge aus, Mann! So, kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt. Jetzt geht es wirklich um die zentralen Dinge, die übergeordnet stehen. Und der erste Punkt ist, du weißt nicht, wo du im Groove bist, weil du nicht mitzählst. Ja, das Zählen ist natürlich ein eigenes Thema für sich. Viele versuchen sozusagen das Zählen schön zu umgehen, weil es vielleicht langweilig ist, weil es vielleicht schwer ist. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich mich auch vor dem Zählen gedrückt habe und immer gedacht habe, ja, das macht keinen Sinn oder ich brauche das nicht, ich kann das auch ohne das Zählen. Ja, ich bin besser als das Zählen. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit der Zeit heute, wo ich immer noch zähle, einfach weil es absolut sinnvoll ist, dann kann ich das irgendwie verstehen, warum ich das damals nicht gemacht habe, aber irgendwie auch nicht. Also es braucht am Anfang natürlich ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Es ist anfangs sehr, sehr verwirrend. Ich muss reden, im besten Fall zähle ich natürlich laut und dann soll ich mich auch noch auf das konzentrieren, was ich gerade lernen möchte. Das sind vielleicht für manche zu viel Informationen auf einmal, aber hey, wir sind Schlagzeuger. Unser Job ist praktisch, unterschiedliche Dinge gleichzeitig zu machen. Also wir sind es absolut gewohnt, Multitasking zu betreiben. Insofern wirst du auch das Zählen schaffen. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, einfach weil es so viele Dinge vereinfacht. Wirklich. So, nächster Punkt, du kennst die Notierung nicht. Das gilt natürlich für die Hi-Hat-Öffnung als auch für die Notierung des restlichen Schlagzeugs. Eine Hi-Hat-Öffnung sieht übrigens notiert so aus. Das heißt, du hast einfach nur einen Kreis über dem Hi-Hat-Schlag und optional kann man dann noch ein Plus auf dem nächsten Schlag notieren, damit man weiß, okay, jetzt schließe ich wieder die Hi-Hat. Das kann man machen, muss man nicht. Ich mache das eigentlich in der Regel nie, weil wenn ich jetzt eine Hi-Hat-Öffnung über mehrere Schläge hinweg spiele, wäre es ja automatisch schon eine halb geöffnete Hi-Hat. Das heißt, ich spiele über einen längeren Zeitraum halb geöffnet und eine Hi-Hat-Öffnung spielt man eigentlich nur in der Regel bei einem Schlag. So, Punkt 13. Du erhöhst zu schnell das Tempo. Diesen Punkt kann ich gar nicht deutlich genug machen. Also, wenn du glaubst, du kannst von einem langsamen Tempo springen zu einem sehr, sehr schnellen Tempo, ohne dass du dabei Frust und Verzweiflung bekommst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das macht keinen Sinn, das ist nicht angenehm fürs Üben, fürs Spielen und so wirst du auch langfristig definitiv nicht am Ball bleiben, sondern im schlimmsten Fall das Schlagzeug aufgeben. Wir sind hier bei Groove Dynamics und ich möchte, dass du so schnell es geht Erfolgserlebnisse bekommst. Und deswegen ist es essentiell, dass du wirklich in kleinen Baby-Steps vorangehst und Schritt für Schritt das Tempo erhöhst, weil einfach der Weg viel, viel besser ist für dich, viel angenehmer. Du kommst auch schneller voran und wirst so viel mehr Freude im Endeffekt haben, welche sich auch langfristig hält. Punkt 14 und damit der vorletzte Punkt. Du holst dir keine Inspiration aus der Musik. Als ich damals angefangen habe, mich mit der Hi-Hat-Öffnung zu beschäftigen, habe ich viel Musik gehört, weil ich wissen wollte, auf welche Art und Weise kann ich denn überhaupt eine Hi-Hat-Öffnung spielen. Da ging es natürlich nicht nur um Klang, sondern auch um Spielweise und wie der Drummer die Hi-Hat dann eben auch eingesetzt hat. Da könnte ich dir jetzt nur sagen, was ich für Bands gehört habe. Rage Against the Machine zum Beispiel war ein großer Einfluss, POD, Red Hot Chili Peppers, Michael Jacksons Musik natürlich als der größte Einfluss für mich und so weiter und so fort. Also du wirst deine eigenen Lieblingskünstler und Bands haben, wo du deine Ideen und deine Inspiration herbekommen kannst.
So, letzter Punkt auf der Liste, Nummer 15. Du benutzt nicht dein Gehör. Dieser Punkt ist so wichtig, egal was wir hier behandeln am Schlagzeug. Besonders aber bei der Hi-Hat. Die Hi-Hat ist so ein komplexes Instrument und bietet so viele Spielmöglichkeiten und Klänge, dass es wirklich da auch essentiell ist, ganz genau hinzuhören, wenn du sie spielst, damit eben auch die Hi-Hat-Öffnung so klingt, wie du dir das vorstellst und wie sie dann auch klingen soll. Also ich kann dir nur empfehlen, über die Musik zu gehen, als auch natürlich zuzuhören, wenn du spielst. Nimm dich auch gerne auf, um einfach mal zu kontrollieren, wie klingt das eigentlich von außen, wenn ich spiele. Das ist eins der besten Kontrollmechanismen für dich, um herauszufinden, mache ich irgendwas richtig, gibt es vielleicht ein paar Dinge, die ich verbessern kann und so weiter. Gerade bei der Hi-Hat fällt es schnell auf, wenn es nicht sauber klingt. Insofern kannst du das mal ausprobieren. Jedes Handy kann mittlerweile aufnehmen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt eine Studioqualität ist, aber es reicht total aus, um erstmal so einen Eindruck davon zu bekommen, wie du klingst und ob du irgendwie was richtig machst, ob du irgendwie was noch verbessern kannst. Und dafür ist es absolut ausreichend. Ich möchte dir aber unbedingt ans Herz legen, wirklich auch mit dem eigenen Gehör vorzugehen. Da brauchst du noch nicht mal ein Handy oder irgendein externes Gerät, sondern wenn du am Schlagzeug sitzt und spielst, hör mal wirklich ganz genau hin, was du da gerade machst, was du spielst, wie es klingt und versuch dementsprechend anzupassen, wenn du ungefähr einen Eindruck davon bekommst aus der Musik, die du hörst, zum Beispiel, wie es klingen soll, und pass es dann dementsprechend an. Das habe ich damals so gemacht und das hat mir sehr, sehr geholfen. Wenn du jetzt aber den Eindruck hast, das überfordert dich, du weißt jetzt nicht genau, ob du das wirklich richtig machst, du bräuchtest mal jemanden, der da drüber schaut, der mal auch dich und dein Spiel sich anschaut und anhört, dann geh jetzt auf groovedynamics.de. Da kannst du mir dann eine Anfrage für eine Probestunde stellen und wir können uns dann mal zusammensetzen in Ruhe und besprechen, wie deine Situation aussieht. Und ich kann dir dann dazu sagen, ob und wie ich dir dann weiterhelfen kann, damit du endlich das Schlagzeug meisterst und du dann auch endlich die Hi-Hat-Öffnung spielen kannst, so wie du dir das vorstellst. Also wenn du da mehr wissen möchtest für eine intensive 1:1 Arbeit, wo wir dein Spiel in viel kürzerer Zeit deutlich nach vorne bringen und du einfach Zeit sparst, weil du endlich weißt, was du machen musst und was du nicht machen solltest, dann schau gerne auf meiner Website groovedynamics.de vorbei. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.